Hallo, heute wollen wir uns die Expeditionsfunktion im Online-Recordbook anschauen. Dafür gehen wir in den Expeditionsbereich von dem Online-Recordbook. Ziel ist es heute, dass Sie die Funktionsweise der Vorlagen besser verstehen und eben eine neue Expedition anlegen können. Ganz wichtig dabei: Sie als Award Leader müssen die Expeditionen für Ihre Teilnehmenden anlegen. Warum ist das wichtig? Aktuell können Teilnehmende auch noch selbst Expeditionen anlegen. Wenn Sie sich das dann aber anschauen, dann kommt es häufig dazu, dass 7 Personen 7 verschiedene Expeditionen anlegen und das sehr unübersichtlich wird. Was wir brauchen und wollen, ist eine Expedition, die Sie anlegen, wo Sie dann alle Teilnehmenden hinzufügen. So ist es geordnet und übersichtlich. Als allererstes wollen wir eine neue Vorlage erstellen. Warum nutzen wir Vorlagen? Ganz einfach, dass wenn Sie eine Expedition erstellen, können Sie eine Vorlage aussuchen und gewisse Voreinstellungen sind schon getroffen. Dafür möchten wir jetzt einen eindeutigen Namen auswählen. In diesem Fall soll es eine Bronze-Expedition werden. Das können wir nämlich hier, können wir auch aussuchen, Art der Expedition. Es soll eine Probeexpedition sein. Des Weiteren können wir sehen, ist es Virtual oder Practical. Virtual kommt noch aus der Pandemiezeit. Das trifft wahrscheinlich nicht auf Sie zu. Wenn doch, sprechen Sie dies bitte mit dem Verein vorher ab. Außerdem können Sie eine Fortbewegungsart aussuchen. Das ist in den meisten Fällen in Deutschland zu Fuß. Sollten Sie sich für etwas anderes entscheiden, das klingt natürlich auch ganz spannend, Segeln, Rudern, müssen Ihre Expeditionsteilnehmenden natürlich darin geschult sein und einen sicheren Umgang mit dem Segelboot oder eben mit den Fahrrädern umsetzen können. Dann können Sie außerdem eine Expeditionsaktivität aussuchen. Das ist sehr häufig einfach Wandern. Wenn Sie da aber genaueres irgendwie auf den Berg steigen wollen oder eine Pilgerroute machen, können Sie auch das hier aussuchen. So, wir hatten schon gesagt, das hier ist eine Vorlage für die Bronzestufe. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was Sie in den Notizen vermerken wollen. Außerdem müssen Sie auch einen Ort aussuchen. Vielleicht fahren Sie immer an den Schliersee für Ihre Probeexpedition oder wollen dafür jetzt ein Template erstellen. Dann können Sie das hier aussuchen. Wenn die Probeexpedition immer woanders ist, müssen Sie trotzdem einen Ort einstellen, aber der ist später auch noch änderbar. Und dann drücken wir auf Speichern und Sie sehen jetzt hier 2 Templates. Ich hatte vorher schon einen Solo-Segeltörn und hier ist unsere Probe-Wanderexpedition. Jetzt möchte ich tatsächlich die Expedition für meine Schüler und Schülerinnen erstellen. Dann klicke ich hier oben auf Neue Expedition und kann eben hier eine Vorlage auswählen. Und da nehme ich meine Wanderexpedition von gerade und Sie sehen, das füllt es mir dann hier automatisch ein und nimmt mir ein wenig Arbeit ab. Hier bitte das Team Goal, das Teamziel eintragen. Jede Expedition hat ein Ziel. Das Ziel sollte normalerweise auch zu Beginn schon klar sein, zum Beispiel, dass wir Sterne beobachten möchten oder die Wasserqualität eines Sees untersuchen. Und normalerweise wird erst das Ziel smart formuliert und dann tatsächlich erst die Expedition drumherum gebaut. Das kann ich hier eintragen. Außerdem suche ich mir einen Termin aus. Ich möchte das jetzt gleich schon am nächsten Wochenende machen. Und auch für meine Probeexpedition muss ich hier Gutachter und Aufsichtsperson eintragen. Das bin jetzt in dem Fall ich einfach selbst. Aber wie Sie vielleicht wissen, braucht es für eine Probeexpedition in Deutschland
braucht es kein Gutachten. Also Sie werden im Online-Recordbook trotzdem dazu aufgefordert. Das ist eine Funktion, die wir nicht abstellen können, weil das in anderen Ländern gebraucht wird. Aber in der E-Mail werden Sie auch den Hinweis finden, dass es kein Gutachten braucht. Trotzdem müssen Sie hier einmal die Daten ausfüllen. Ein Gutachter für Expeditionen, dann vor allem auch für die Abschlussexpedition, ist jemand, der optimalerweise wenig mit den Teilnehmenden vorher Kontakt hatte und nicht in der Ausbildung involviert war. Also sehr häufig sind sie selbst die Aufsichtsperson, sie als Award Leader und vielleicht ein Kollege, eine Kollegin, die den Lehrgang gemacht hat, aber eben nicht in der Ausbildung involviert hat und so etwas objektiver auch die Schüler und Schülerinnen prüfen kann, ob die Regeln der Expedition tatsächlich eingehalten werden. Die können dann Gutachter sein. Dann speichern Sie das hier unten und als nächstes werden Sie gefragt, wer denn teilnehmen soll. Dann können Sie hier auf Teilnehmende verwalten klicken und dann sich einfach Ihre Personen suchen. Sie sehen jetzt hier lauter Testschüler von uns. Dann fügen wir mal Johanna-Test hinzu, dann noch Jasmin-Test. Eine Expedition besteht ja aus mindestens 4 Personen. Das wollen wir hier auch einmal einhalten. Und jetzt kann ich auf Änderung speichern drücken. Genau, und jetzt habe ich meine Expedition hier. Sie sehen hier die Angaben der Expeditionen. Das kann ich im Zweifel auch nochmal wieder ändern. Ich habe hier meine Teilnehmenden und hier hinten bei zusätzliche Dateien kann ich dann zum Beispiel auch die Route hochladen oder den Essensplan oder alle weiteren Informationen, die es braucht. Und wenn ich jetzt bei Expeditionen schaue, sehen Sie schon gleich die Expedition, die wir soeben angelegt haben. Und hier sehen Sie eben auch 4 Teilnehmende. Das ist auch ganz wichtig für uns, wenn wir später die Awards checken, dass wir sehen, okay, da hat eine Expedition stattgefunden, die Mindestteilnehmendenanzahl war erreicht. Hier oben zum Beispiel bei der Goldexpedition, beim Solo-Segeltörn, wenn wir da sehen, da ist nur ein Teilnehmender, das ist meistens ein Hinweis, dass die Schüler und Schülerinnen sich selbst eine Expedition angelegt haben und dann eben nur eine Person daran teilnimmt. Das können wir so nicht akzeptieren, weil wir eben nicht wissen, ob da noch mehr Personen dabei waren. Genau, das sind die Grundlagen dafür, dass Sie eine Expedition erstellen.